herzlich willkommen zum heutigen Ascendor Videotraining, wo wir anhand dieses Treppenhauses und gemäß unserem Bestellformular die Vermessung eines PLK 8 kurvengängigen Plattform-Treppenlift darstellen. Hello together, hello Ascendor partners. It's a pleasure to welcome you to our online training course for doing the side measurement of a curved platform stair lift PLK 8 according to our order form in our beautiful staircase. Als erstes verschaffen wir uns einen Gesamteindruck über den Treppenlauf und gehen die Stufen, die Podeste einfach mal von unten nach oben und dann wieder von oben nach unten ab. At first, we take a view at the whole staircase, go up and down, take a look for gaps that could be a problem on our measurement, and take a view for the upper landing place. Wir sehen hier in diesem Fall 3 verschiedene Läufe mit 2 Zwischenpodesten und insgesamt dann aber nur 2 Haltestellen, einmal Erdgeschoss, einmal Obergeschoss. In our case, we have here 3 flights of stairs with 2 landings in between, but only 2 stops. One in the bottom, one on the top landing, and now we are doing also the measurement for a parking position with a 180-degree parking curve. Zu Beginn starten wir mit der unteren Park- oder Landeposition. In diesem Fall bietet sich natürlich eine 180 Grad Parkkurve an, dass die Fahreinheit später vom benutzbaren Treppenlauf weggepackt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, das Geländer zu lassen und mit den Stützen und der Fahrbahn außenrum zu fahren oder das bestehende Geländer zu entfernen und durch unsere Fahrbahn und Stützen zu ersetzen, um somit mehr Einbauraum für die Fahreinheit zu generieren. Als erstes mache ich mir eine kleine Skizze, um den gesamten Treppenlauf für unsere Konstrukteure im Haus darzustellen und einige Abmessungen einzutragen. Für die Parkposition im unteren Bereich ist besonders wichtig, auf die Neigung der Landefläche zu achten. Hier ist entscheidend, das auch in beide Richtungen, sowohl X- als auch in der Y-Achse zu machen, um zu sehen, ob ein gewisses Gefälle vorhanden ist. Wir haben bei unserer Plattform verschiedene Möglichkeiten, durch Anpassung der seitlichen Rampen oder Verlängerung dieser gewisses Gefälle auszugleichen. Yes, we're starting with the parking position in the lower station. In that case, it's perfect for a 180-degree curve and the parking position beside of the staircase. One point that's very important here is the slope of the landing area in both directions. That means in this case, in that direction and in that direction. We have a little data sheet, so we have the maximum slope for each direction, so you can check with this sheet whether the standard ramp is okay or we need an additional 300mm ramp to go ahead with the slope. In the other direction, we have the possibility to cut an angle in the ramp so that it fits to the basement. If the slope is higher than shown in this technical data sheet, you can see it on your personal area. The customer has to change the basement area of the lower station. In the meanwhile, Andy already made a sketch of the situation and the landing position for our design engineers in the office. Nachdem wir herunten mit der 180 Grad Parkkurve gestartet haben, geht es entlang des ersten Laufs bis zum ersten Podest
mit einer Standardführungsschiene weiter. Am ersten Podest brauchen wir als nächstes eine 90-Grad-Kurve. Selbiges gilt für den zweiten Lauf und das zweite Podest. Auch hier ist wiederum eine 90-Grad-Kurve erforderlich. Es gibt wie immer beide Möglichkeiten, entweder die Stützen direkt auf den Stufen zu befestigen oder, wenn das bestehende Geländer entfernt wird, seitlich an der Wange. Dazu kommen wir aber später noch genauer. Im oberen Stockwerk angekommen, bleibt die Plattform standardmäßig auf Höhe der letzten Stufe stehen und der Rollstuhlfahrer kann die Plattform ebenerdig verlassen. Normalerweise wird dann auch die Plattform hier zusammengeklappt und die Fahrbahn endet hier mit der oberen Haltestelle. Optional gäbe es auch noch die Möglichkeit, hier eine sogenannte 90 Grad Parkkurve im oberen Bereich zu gestalten. Dafür ist dann ein Steigungswechsel, ein drittes Rohr, zusätzliche Stützen, eine zusätzliche Parkposition erforderlich, was sehr, sehr aufwendig ist, öfters aber vom Kunden gewünscht wird, damit auch im oberen Geschoss der Treppenlauf vollständig frei bleibt. Now we take a closer look at our staircase. Now we are at the upper position, at the landing position. The normal way is that the lift goes up and stops in the same level as the landing level. So the entry is barrier free. This would be the standard. The platform would be closing here, but that would be the width of the staircase is a bit smaller. So we also check the possibility for an additional parking stop with a 90-degree curve, but this needs a third guiding rail for an horizontal drive. We have here 3 staircases, flights of stairs with a landing in between. So we check the 3 flights of stairs with our order form and do a little sketch for the landings in between and for the upper stop. Anhand unseres Aufmaßformulars, das wir sowohl für PLK 7 als auch für PLK 8 verwenden können, werden wir nun exemplarisch entlang dieses dritten Stiegenverlaufs die Abmessungen der einzelnen Daten nehmen. Im Prinzip ist ein PLK 8, wie in unserem Fall mit 3 Stiegenläufen, ja nichts anderes als eine Zusammensetzung aus 3 einzelnen PLK 7 Abmessungen der Stiegenverläufe mit den Podesten. Now we take the measurement according to our order form for flight of stairs. We take this measurement. It's like 3 PLG7 with the landings in between. Wir starten mit der Stufenanzahl. Wir können diese entweder abgehen oder von unten aus zählen. In unserem Fall haben wir 8 Auftritte. But first we have to count the steps. In our case, 8 steps. Das zweite Maß anhand unseres Bestellformulars wäre die Treppenbreite. Wir gehen hier von der Wand bis zur möglichen Kante, wo wir die Stütze montieren können. The next measurement is the width of the staircase. We need it for the platform size and for the position of the stilts for the basement plates. Wie vorher schon erwähnt, können wir die Stützen entweder direkt auf den Auftrittsflächen befestigen mit 4 Bohrungen nach unten oder alternativ, was wir auch später noch zeigen, die Stützen seitlich an der Wange, um mehr Fahrbereich und Einbauraum zu generieren. Standard would be the position of the stilts on the steps, on the stairs. We also show later on
the possibility to mount it on the side of the staircase. Next, Measurement. Das nächste Aufmaß wäre nun der Winkel der Treppe. Wir verwenden hier eine lange 2 Meter Wasserwaage, um verschiedene Ungleichheiten auf den einzelnen Stufen auszunivellieren. Wir legen die kurze Winkel Wasserwaage auf die lange 2 Meter Waage drauf und lesen 28,8 Grad ab. The next step is to measure the inclination, the angle of the staircase. We take a level spirit with 2 meters, put it on the stairs so that we get a very common inclination of the whole staircase. We get it with a digital angle meter. Für die wichtigsten Abmessungen bei der Treppe verwenden wir hier in unserem Fall einen Kreuzlinienlaser. Mit diesem können wir vor allem bei Anlagen im Innenbereich die Gesamttiefe und die Gesamthöhe der Stufe einfach ausmessen. Wir positionieren den Kreuzlinienlaser so, dass er mit der Kante der ersten Stufe beginnt und messen dann entweder per Hand oder der Entfernungslaser auf die Auftrittsfläche der letzten Stufe. Now we take the whole length and the height, total height from the first stair of the staircase. As we do, we take it with a laser measurement. So in that case we have a line level laser and a point level laser you can also use. And now we have shown already to measure by hand. This is also possible to do it with a distance laser. Put the housing on the line so you get the correct measurement. Wenn man zum Beispiel bei kürzeren Anlagen oder bei Anlagen im Außenbereich den Laser nicht sieht, ist das genauso möglich, eine 2 Meter Wasserwaage hier senkrecht aufzustellen und dann mit dem Laser an die oberste Stufenkante zu messen oder eben mit dem normalen Zahlstab. For auto use where you are not able to see the laser line or the laser point, it's also possible to do it with a level spirit and a tape measure to get your measurement. Yeah. Die gleiche Vorgehensweise verwenden wir, um die gesamte Förderhöhe der Anlage zu vermessen. Wie wir hier sehen, haben wir bereits mittels Punktlaser an der oberen Haltestelle das Gerät positioniert und können nun auch wieder relativ einfach entweder per Entfernungslaser oder mit dem Zahlstab die Gesamtförderhöhe abmessen. Wichtig dabei ist, den Unterschied des Lasers von dem genommenen Maß noch abzuziehen und immer auf die erste Stufe zu referenzieren. Now we take the total height of the staircase. Here we do it with a point laser. So it's possible to make it by hand or also by distance laser. Take care, you need the correction measure of the laser unit itself. In that case we have 85 millimeters. Das dritte Hauptmaß, welches wir nun nehmen, ist das Nase-Nase-Maß. In unserem Fall sind wir zu zweit und somit geht es natürlich relativ einfach. Einer hängt den Rollmeter bei der ersten Nase ein und der zweite Kollege
misst an der oberen Stelle ab. Now we are taking the nose-to-nose measurement. You can make it by tape measure, by hand, or also by laser. You need a little piece you put in front of the stair, and now it's possible to take this measurement also with the distance laser. And now you have to check all these measures by the rule of Pythagoras, so then you know with the length and the height of the staircase if the nose-nose measurement is correct. Diese 3 Abmessungen im Zusammenhang mit dem Winkel überprüfen wir direkt auf der Baustelle, entweder mit dem Satz des Pythagoras oder mit unserem Berechnungsformular, welches ebenso in der Personal Area verfügbar ist. Diese Daten pflegen wir in unser Bestellaufnahmeformular ein und als nächstes nehmen wir noch 3 wichtige Kontrollmaße, zum einen den Platz vor der Treppe, die Höhe der ersten Stufe und die Höhe der letzten Stufe. We also need a few other measurements. The space in front of the first stair, then the height of the last and the first stair, because they are very important for the inclination and for the landing of the lift unit. Wir messen also den Einbauraum vor dem Podest, in diesem Fall eben beim Kurvenlift den Wendebereich oder bei einem geraden Lift die Landefläche in der unteren Haltestelle. Ebenso die Höhe der ersten Stufe. Wir können hier auch die kurze Wasserwaage verwenden, um in der Verlängerung einfacher ablesen zu können. Und dasselbe Prozedere bei der letzten Stufe oben. Wir messen nun das Podest aus, um eine Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Treppenlauf zu bekommen. Die Treppenläufe selbst haben wir ja wie vorhin gezeigt mit unseren Aufmaßblättern aufgenommen. Now we take the measurement of the landing. The landing represents the connection of the 2 flights of stairs. And so we do a little sketch, take the measurement, mind gaps that will reduce your width of the staircase, and also in the last steps take care for ceiling lintels or something that is in the height of the staircase. Wir messen also die Podesttiefe vor dem zweiten Lauf sowie die Podestlänge nach dem ersten Lauf. Als zweites, wie in diesem Fall, die Einengung der Treppenbreite aufgrund einer Mauer. Hier ist wichtig, immer eine Referenz zu einer Stufenkante anzugeben, sei es hier die letzte oder in dem Fall die vorletzte. Und genauso wichtig, zum Beispiel Deckenstürze zu beachten, um die Kopfhöhe nicht zu verringern. Ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist, um eine Verbindung zwischen den beiden Läufen herzustellen, ist wie in diesem Fall zu sehen, hier der Versatz der beiden Stufenläufe. Also important is horizontal spaces between the last and the first step of the staircase, of the flight of stairs, because they are very important for driving the curve and for the inclination. If this distance is too big, we would need a horizontal
guiding rail with a third rail. And always mind, set the measurement together with a reference. Best is always first or last step of a flight of stairs. Wir sehen hier in dieser Skizze, dass wir mit 5 oder 6 Abmessungen die Verbindung zwischen den beiden Treppenläufen hergestellt haben. Zum einen die Gesamttreppenbreite, die verminderte Treppenbreite durch dieses Mauerwerk mit Referenz zur letzten Stufe, das Podest, die Tiefe und eben dieser angesprochene Versatz, ebenso wieder mit Referenz auf die letzte Stufe des ersten Laufs. Die weiteren Abmessungen des zweiten Laufs ergeben sich dann schon wieder aus dem Aufmaßformular der geraden Treppen. So, now we have a full measurement of the staircase. Now we can take with our required space sheet for PLK8. Now we can tell the customer on site which platform size is possible in his home or office. Mit dem Dokument Platzbedarf für Kurvenanlagen können wir, wenn wir festgelegt haben, wie die Befestigung erfolgt, ob Stützen auf der Treppe oder Stützen auf der Wange, mit den genommenen Abmessungen dem Kunden auch gleich vor Ort die mögliche Plattformgröße definieren. Wir befinden uns hier jetzt in einem anderen Treppenhaus, wo wir 2 gegenläufige Treppen mit einem relativ großen Treppenauge haben. Auch hier würden wir empfehlen, das bestehende Geländer zu demontieren und durch Stützen und unsere Fahrbahn zu ersetzen. In diesem Fall würden wir die Stützen dann mit einer seitlichen Grundlampe hier auf die Wange montieren. Die Wange ist ganz einfach mit 3 Abmessungen zu nehmen. Als erstes 90 Grad im Verlauf der Treppe, dieses Maß, und dann noch 2 Kontrollabmessungen, einmal die Tiefe und einmal die Höhe. Diese 3 Daten tragen wir in die bereits zuvor erstellte Skizze ein, um die Wange und somit die mögliche Stützenbefestigung darzustellen. Hello again, we changed the location for you to show you another possibility of mounting the stilts. We have here another staircase where we can show to mount the stilts in the side of the staircase, or you have the possibility to put long stilts from the ground through the stair eye up. I have a picture here for you. So as Andy showed on the sketch, we have the stilts with the base plate and the side of the staircase. And what is also necessary in a handrail like here, we need protective panels between the stilts so that nobody is able to grab into the moving parts of the lift unit. And this would be the second possibility, to mount long stilts in the stair eye. And also very important, if you take the measurement of the side, also mind for the thickness of the stone or the tiles. Ebenso zu beachten ist beim Messen der Wangen, falls Fliesen oder Steine gegebenenfalls einen kleinen Überstand haben. Diese Differenz müssen wir dann mit Distanzen ausgleichen
wenn wir zum Beispiel, wie von Martin auch gezeigt, die zweite Alternative mit durchgehenden Stützen im Treppenauge machen, dafür wäre natürlich dann auch das Maß des Treppenauge wichtig. Zwischen den Stützen und zwischen der Fahrbahn ist dann auch noch erforderlich eine sogenannte Fahrbahnverkleidung, um ein Durchgreifen auf die beweglichen Teile zwischen Zahnstange und Antrieb zu vermeiden. Hier verwenden wir, wie in den Bildern dargestellt, entweder vollflächige pulverbeschichtete Aluminiumbleche oder alternativ Glas. Wir hoffen euch mit diesem Video-Tutorial einen Leitfaden an die Hand zu geben, damit ihr auch komplexere Kurvenanlagen einfach und ohne Probleme aufmessen könnt. Bei Fragen gerne jederzeit eine E-Mail oder einen Anruf ans Vertriebs-Office-Team. Yes, thank you for your attention. Hopefully this short video will help you in your daily work on site. And if there are any questions left, don't hesitate to contact us. Thank you.